Ich bin Thomas Bernecker und ich bin der Regisseur und Produzent von dem Film Harley Quinn Blazing Shadows von Think Big Studios. Of course. Ja, wir haben den Film mit meinem privaten Geld finanziert und das ist halt Geld, das ich bei professionellen Werbejobs verdient habe. Und das Budget des Films lag bei 6.000 Euro und das ist ungefähr 10% von dem Budget unseres letzten Projektes. Und das wiederum ist ungefähr das, was bei einem Hollywood-Set das Catering für einen Tag kostet. Also hätten wir ein reguläres Hollywood-Budget für diesen Film gehabt und hätten das damit aufgezogen, wären wir wahrscheinlich bei 6 Millionen Euro für die ganze Produktion gelandet. Was auch bedeuten würde, dass wir nicht 35 Minuten Laufzeit hätten, sondern halt 120 Minuten. Jeder gut bezahlt worden wäre, wir die Settings nochmal ein bisschen ausgedehnt hätten und natürlich auch, 5 von den Harley-Suits gehabt hätten und nicht nur 2. Achso, und natürlich wäre auch die Postproduktion und die ganze Produktion viel schneller gegangen, als wir das jetzt aktuell hatten. Weil wir haben an dem Film ungefähr ein halbes Jahr hatten wir Vorbereitung, haben dann insgesamt 8 Tage gedreht, also einen 7-Tage-Block und dann nochmal einen einzelnen Tag für die Introduction-Scene. Das haben wir an einem anderen Tag nochmal nachgedreht. Und alleine die Postproduktion, jetzt gerade durch die Corona-Situation, hat halt auch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr gedauert. Aber halt auch nur, weil wir das Ganze in unserer Freizeit gemacht haben und halt neben den regulären Jobs, also alle, die beteiligt waren, haben immer geguckt, dass sie das vielleicht am Wochenende machen können. Das wäre natürlich mit einem richtigen, vernünftigen Projekt, was halt gut bezahlt ist, ganz anders gelaufen. Also eigentlich haben wir das Projekt Harley Quinn Blazing Shadows vor unserem Overwatch-Fanfilm machen wollen. Das hat sich dann so ein bisschen geschoben, dass wir Overwatch nach vorne genommen haben und gesagt haben, okay, wir machen das Harley Quinn-Projekt ein bisschen später. Und wir haben ungefähr ein halbes Jahr vor dem Drehstart mit der Planung begonnen, also Anfang 2019 war das. Also weit bevor es jetzt Birds of Prey und die ganzen Gerüchte um Suicide Squad 2 gab. Und wir haben auch bestimmt 5 Drehbuchversionen geschrieben, weil wir ganz am Anfang wollte ich eigentlich Batman und den Joker komplett aus diesem Film raushalten. Und wie es natürlich für den Charakter Harley Quinn so bedeutend ist, funktioniert der Charakter Harley Quinn nicht ohne den Joker. Das haben wir halt in 3 Versionen versucht, irgendwie auf die Reihe zu bekommen, aber es hat vorne und hinten nicht funktioniert. Also wir kamen immer an einen Punkt, wo der Joker, spätestens da musste der Joker auftauchen oder wenigstens irgendwie Bezug auf den Joker genommen werden. Und dann gab es halt ganz wirre Überlegungen, ob man den Joker halt nur irgendwie über den Schatten darstellt oder ob der Joker nur am Telefon erscheint, weil wir halt so ein bisschen die Sorge hatten, dadurch, dass der Joker so oft schon auch in Realverfilmungen dargestellt worden ist, dass jeder halt schon seinen Favorit-Joker irgendwo in seinem Kopf gespeichert hat. Und das ist natürlich mit einem neuen Schauspieler, gerade bei so einem Projekt, wo jetzt wir nicht ein Hollywood-Budget dahinter haben und irgendeinen Star dafür engagieren können, immer so eine Gefahr ist, ob den Leuten jetzt der Joker gefällt. Aber dahingehend bin ich sehr froh, dass wir den Joker drin haben, weil ich finde, der Joker ist einer der stärksten Charaktere, die wir in unserem Cast mit drin haben, mit Bardo Böhlefeld als Schauspieler, der einen sehr guten Job gemacht hat und der das Projekt damit auch nochmal mit dieser Joker-Performance sehr gut aufwerten konnte und auch unserem Kitsune Konkurrenz machen kann, der ja unser Hauptbösewicht ist. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Worum ging es eigentlich, weil wir das Projekt geplant haben? Achso, genau, und wir haben 5 Drehbuchversionen geschrieben, auch weil wir nicht sicher waren, wen wir als Bösewicht nehmen wollen. Also dadurch, dass wir den Joker halt nicht als Gegenpart nehmen wollten und Batman für uns halt gar keine Option war. Batman ist halt jetzt auch nur als Fanservice einmal am Anfang des Films kurz drin, weil wir halt, als wir die Social-Media-Kampagne gestartet haben, von vielen Fans gehört haben, hey, kommt auch Batman da drin vor und halt gesagt haben, okay, wir nehmen Batman halt so in so einer Nebenrolle, so ein bisschen als Cameo mit rein. Unser Hauptaugenmerk war eigentlich auf dem Bösewicht und wir haben lange nach einem passenden Bösewicht gesucht, der noch nicht in einer Realverfilmung aufgetaucht ist und waren ganz am Anfang, haben wir uns eigentlich ein bisschen angefreundet mit dem Mad Hatter,
der aber ungefähr dann, als wir mit den ersten Planungen, also vor Jahren haben wir ja schon die ersten Planungen gemacht, vor 4, 5 Jahren, ist er aufgetaucht in der Serie Gotham. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt es auch schon eine Realversion des Mad Hatters, das können wir halt auch nicht von seinen Filmen nehmen. Und haben uns dann irgendwie bei der letzten Version, das war auch über Nacht, irgendwann kamen wir dann auf den Gedanken, hey, lass es doch einfach so machen, so wie die Comic-Artists das auch machen, also wie DC und Marvel es auch macht. Wir entwickeln einfach einen neuen Charakter und haben dann halt gesagt, okay, wir nehmen Kitsune. Kitsune basiert auf einem Design von Shisha Rambo, unserer Art Directress, die diesen Charakter eigentlich für eine andere Geschichte entwickelt hat und dieser Charakter aber noch nirgendwo aufgetaucht ist und wir halt den dann so ein bisschen transformiert haben, weiter ausgebaut haben, dass er halt unseren Bedürfnissen entspricht und den dann halt jetzt als unseren Bösewicht mit in den Film reingenommen haben. Also eigentlich sollte unser Film Anfang des Jahres 2020 auf der Austria Comic Con seine Premiere feiern. Diesen Termin haben wir bewusst gewählt, weil kurz davor der Kinospielfilm Birds of Prey mit Harley Quinn halt herauskam und wir gesagt haben, okay, wir wollen nicht während dieses Films unseren Film releasen und auch ungerne davor, weil wir halt die Premiere auf einer Comic-Con haben wollten und haben dann halt gesagt, okay, wir machen das hinterher, damit der Hype von Birds of Prey vielleicht noch ein bisschen da ist, sind aber trotzdem nah an diesem Premierendatum von Birds of Prey dran, damit wir halt auch up-to-date sind und jeder versteht, hey, der neue Kinofilm hat keine Einflüsse auf unsere Produktion gehabt. Jetzt ist es leider so gekommen, dass Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und die Austria Comic Con abgesagt worden ist. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, wir stecken nochmal diese extra Zeit und Energie, die wir haben, in die Postproduktion und arbeiten das Ganze halt noch ein bisschen stärker aus, also machen noch ein bisschen mehr an den Effekten, können nochmal über den Ton drüber gehen, haben noch die Introduction-Szene mit an den Anfang gepackt und haben halt von vornherein aber eigentlich nie irgendwas mit Birds of Prey am Hut gehabt. Also als wir die Idee gehabt haben, hey, wir erzählen den Charakter Harley Quinn, wie sie sich halt vom Joker losgelöst hat und jetzt ein eigenständiger Charakter werden soll, war halt weit vor der Emanzipation von Harley Quinn in Birds of Prey. Also im Endeffekt haben wir diese Loslösung vom Joker, das war eigentlich immer das, was von vornherein bei all unseren Drehbuchversionen der Hintergedanke war. Also wir haben immer gesagt, DC bzw. Warner hat unserer Meinung nach dem Charakter Harley Quinn bisher noch nicht die Aufmerksamkeit gegeben, die der Charakter eigentlich verdient hat. Weil Harley Quinn funktioniert auch ohne den Joker als eigenständiger Charakter mittlerweile. Und von daher finde ich es eigentlich sehr cool, dass DC bzw. Warner halt dann gesagt hat, hey, wir können diesen Charakter eigenständig entwickeln und ihm viel mehr Energie und Raum einräumen. Harley Quinn ist mittlerweile meiner Meinung nach ebenbürtig mit all den anderen DC-Charakteren, obwohl sie damals halt immer nur so ein Nebencharakter war. Als wir die ersten Gedanken hatten, dass wir einen Film über Harley Quinn machen wollen, habe ich meinen Mut zusammengenommen und viele Hürden überwunden und mir einen Kontakt bei Warner Bros. Rausgesucht und mich halt als großes deutsches Studio namens Think Big Studios dort vorgestellt und halt gefragt, hey, wir sind ein deutsches Studio und wir möchten über den Charakter Harley Quinn einen Film produzieren. Wie teuer ist es, die Filmrechte an diesem Charakter zu kaufen? Wenn mich sowas brennend interessiert, dann ist das halt dieser Think Big Charakter, der mit aufschwellt und wo ich dann halt sage, hey, wieso sollte nicht auch eine Person wie ich dort anrufen können? Dort wurde mir dann halt zu diesem Zeitpunkt, das war halt weit vor Birds of Prey, das war auch noch vor Suicide Squad, gesagt, ja, cool, die Rechte von Harley Quinn stehen nicht zum Verkauf. Wir haben selbst Pläne mit diesem Charakter in der Zukunft. Und das war für mich dann eigentlich zu dem Zeitpunkt schon, also wie gesagt, vor vielen Jahren schon der Punkt, wo ich meinte, hey, wir sind wir haben den richtigen Riecher gehabt mit dem Charakter. Es geht in die richtige Richtung mit unserem Drehbuch und unserem Projekt. Und selbst DC bzw. Warner haben scheinbar mittlerweile entdeckt, dass der Charakter mehr ist als einfach nur so ein Sidekick vom Joker.
Ja, das ist nun mal so ein kleiner Nebeneffekt, was halt bei so einem Projekt immer mit entsteht. Dass man selbst über seine eigenen Grenzen und Hürden hinwegtreten kann und es einfach mal versucht, selbst bei so einem großen Konzern wie Warner Bros. Bzw. DC anzurufen und halt sein Glück versucht und Informationen bekommt. Selbst wenn man nur ein kleiner deutscher Filmemacher ist. Also das Ziel hinter dem aktuellen Film Harley Quinn Blazing Shadows für uns als Think Big Studios war es in erster Linie nochmal alles das, was wir bei unserem letzten Projekt gelernt haben und gegebenenfalls sogar falsch gemacht haben, aufzuarbeiten und in besserer Form in einem neuen Film festzuhalten. Also die letzte Referenz, Lions Return, ein Overwatch-Fanfilm, war für uns sozusagen das erste Projekt nach vielen Jahren. Also ich habe davor zwar viele Kurzfilme gemacht und halt Werbespots und sowas, aber ich habe 5 Jahre lang bestimmt vor dem Projekt keinen fiktionalen Film mehr gemacht. Und da ist natürlich nicht alles so gelaufen, wie wir es haben wollten. Gerade die Action-Szenen haben halt nicht funktioniert. Und haben dann halt jetzt für dieses Projekt gesagt, hey, wir greifen diesen Missstand der letzten Produktion auf und wollen es besser machen. Also für uns, beziehungsweise vor allem für mich, war Harley Quinn Blazing Shadows eigentlich die Feuertaufe, uns und mich und unser Team dahin zu bringen, dass wir jetzt in der Lage sind, einen Spielfilm oder eine Serie ohne Probleme und ohne jetzt irgendwie ein Budget zu überziehen oder irgendwelche krassen Ausfälle zu haben, durchzuziehen. Und das hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Also wir haben mittlerweile ein Kernteam, das hervorragend funktioniert. Wir wissen mittlerweile, wo die Fallstricke sind. Und das ist halt viel mehr, als wir jemals auf irgendeiner Filmuni lernen könnten oder durch kleine Werbejobs oder Musikvideos. Es ist halt nochmal was komplett anderes, wenn du eine Geschichte erzählen willst, die halt Hand und Fuß haben soll, die halt entertainen soll. Und das hat bei Overwatch schon funktioniert mit der Geschichte. Da hat halt die Action gefehlt. Und da haben wir halt jetzt gesagt, okay, wir bauen die Geschichte noch mehr auf. Wir nehmen uns noch mehr Zeit, weil das ist halt bei dem letzten Projekt auch so ein bisschen, dadurch, dass es nur 8 Minuten war, war halt auch da begrenzt die Möglichkeit, die Charaktere zu entwickeln. Wir nehmen jetzt 35 Minuten, erzählen einen Charakter mit einer richtigen Entwicklung von A bis Z und bringen noch die Action mit rein. Wobei die Action bei uns halt immer noch eine zweitrangige Rolle spielt, weil bei uns die Story halt das Wichtige ist. Und das ist, wo ich halt meiner Meinung nach auch den wichtigsten Punkt eines guten Films sehe. Jetzt haben wir auf einer Panasonic gedreht, die den Bruchteil von einer Red gekostet hat. Und ich finde, den Unterschied, den kann man nicht sehen. Und die Red hat mehr Probleme in der Postproduktion gemacht, als jetzt diese Panasonic-Kamera. Also auch da nochmal. Es kommt, ich meine, das sagen halt alle Leute, es kommt nicht auf die Technik an, sondern es kommt darauf an, wie man professionell damit umgeht, wie kreativ man ist, wie sehr man die Story und die Charaktere führt und dass man das Ganze halt in einen schönen Nenner bringt. Ob ich persönlich bei diesem Dreh etwas gelernt habe, natürlich. Also das ist ja auch einer der Gründe, weswegen ich diese freien Projekte mache und weswegen ich so viel Geld auch da reinstecke, weil ich ein sehr wissbegieriger Mensch bin und mir halt sage, bei Filmproduktionen kann man so viel lernen, also auch fernab von Technik und wie man eine Story erzählt und was weiß ich was. Ich meine, man wächst auch persönlich, weil man so viele kreative Leute kennenlernt, weil man so viele mit Menschen zu tun hat. Selbst Leute, die halt dir die Locations vermieten und vielleicht irgendwie speziell sind, man mit denen umgeht oder von denen irgendwas erfährt. Also gelernt habe ich eigentlich auf allen Ebenen etwas. Für mich persönlich, für wie man Storys erzählt, wie man Charaktere entwickelt, vor allem, wie funktioniert das Ganze mit den Stunts. Ich meine, das war ja das Defizit, was wir bei unserer letzten Produktion haben. Da haben wir halt diesmal gesagt, okay, wir holen uns halt Profis mit am Set, die halt an großen Produktionen wie Spider-Man und Black Panther mitgearbeitet haben. Und überlassen halt diesen Part den Leuten, die dafür ausgebildet sind. Also die nichts anderes tun, als das, ihren Spaß dabei haben und ihr Leben lang auch diese Sache konsumieren. Also so wie wir das sagen, hey,
wir haben im Make-up-Bereich und im Kostümbereich Leute, die halt dafür brennen, die dafür sich halt voll gut auskennen oder halt ein Kameramann oder halt ein Beleuchter, die halt die entsprechende Erfahrung mitbringen, haben wir das halt in allen Bereichen diesmal gemacht. Wo ich mich in 5 Jahren sehe, beziehungsweise wo ich hin will, also vielleicht dauert es auch 10 oder 20 Jahre. Mein Ziel ist es, dem deutschen Film wieder ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ich will nicht sagen, dass der deutsche Film jetzt per se schlecht ist. Und gerade mit den jüngsten Produktionen, die wir halt auf den großen Streaming-Portalen mittlerweile sehen, haben wir uns halt wieder sehr gut aufgestellt und unterhalten halt auch wieder. Aber ich möchte zumindest mit unseren Produktionen, mit Think Big Studios, weg von diesem Kleindenken und weg von dem Alltag. Also wir produzieren keine Komödien, die irgendwie oder irgendwelche Dramen, die jetzt bei meinem Nachbarn passieren könnten oder hier auf der Straße. Ich meine, wir kommen aus Berlin, hier irgendwie so ein Ghetto-Ding irgendwie aufziehen, sondern wir wollen Sachen produzieren, die einen aus dem Alltag entfliehen lassen. Und ganz wichtig dabei finde ich halt, dass wir eine eigene Sprache finden. Also muss jetzt nicht unbedingt für Think Big Studios sein, aber dass der deutsche Film wieder mehr einheitlich in eine Richtung geht. Und man dem deutschen Film auch ansieht, hey, das ist deutscher Film und man darauf stolz sein kann, auch international. Und dass es vor allem kommerziell auch funktioniert. Was ich ansonsten noch gelernt habe, vorab schon wusste, aber auch nie in eine solche Lage gekommen bin, ist, für Schauspieler ist es mega wichtig, dass sie sich am Set sicher fühlen. Wir hatten bei unserem Dreh eine Situation, wo ich leichtfertig aufgrund des Zeitmangels oder weil es jetzt mal irgendwie, weil man zu sehr dann doch hinter einem Monitor stand und es jetzt zu lange gedauert hätte, hinter dem Monitor hervorzukommen, zum Schauspieler zu gehen und mit dem Schauspieler oder der Schauspielerin einzeln zu sprechen, wo es dazu gekommen ist, dass ich durch den Raum meine Regieanweisung brüllen musste. Und das war nach einer Situation, die für die Schauspielerin bzw. den Schauspieler nicht gerade positiv war. Also es ist etwas vorgefallen in einer Szene, was ich falsch eingeschätzt habe und meine Regieanweisung an die betroffene Person vor dem ganzen Team gemacht habe. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach das, was ich jetzt auch gelernt habe, ein No-Go, das werde ich auch nie wieder machen. Es ist wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, mit seinem Gut, den Schauspielern, wirklich vertraut zwischen den Takes zu sprechen. Manche Leute sagen auch, dass Schauspieler genau das aushalten müssen, beziehungsweise professionell damit umgehen können müssen, weil sie sind ja professionelle Schauspieler und das gehört mit zu deren Beruf. Das gehört halt dazu. Nein, tut es nicht. Und wenn so etwas passiert, ist das meiner Meinung nach ein Missstand, der auf die Führungsebene zurückzuführen ist und nicht bei den Mitarbeitern oder bei den Schauspielern zu suchen ist. Es ist super, wenn das ein Schauspieler kann, aber andererseits ist das nicht seine Aufgabe. Also das ist eigentlich die Aufgabe des Regisseurs, dieses Metier zu schaffen. Natürlich kann man das nicht immer stellen, aber es ist easy. Also wenn du deine Schauspieler wertschätzt, dann schaffst du es auch, mit denen richtig zu kommunizieren und sie nicht vor der ganzen Mannschaft irgendwie schlecht zu sprechen oder es irgendwie im falschen Ton vielleicht rauszuhauen oder halt in einem Ambiente, wo das halt jeder mitbekommt, sondern du schaffst es immer als Regisseur oder verantwortliche Person, muss ja auch nicht immer ein Regisseur oder eine Regisseurin sein, mit deinen Leuten richtig zu kommunizieren. Das ist auch nicht nur im Filmbereich so, das ist meiner Meinung nach auch in ganz normalen Unternehmen so, dass man seine Mitarbeiter nicht vor der ganzen versammelten Mannschaft irgendwie mit Kritik befeuert, sondern dass man die Leute zur Seite holt und mit denen vernünftig redet. Also das Hauptproblem bei dem Thema Benachteiligung von Frauen und People of Color in der Filmindustrie, beziehungsweise halt auch in anderen Bereichen, ist meiner Meinung nach dass Frauen und People of Color gar nicht erst aufgrund ihrer Situation
die Referenzen und die Kontakte in der Vergangenheit knüpfen konnten. Und dass es gerade jetzt daran liegt, Personen in Führungspositionen, also zum Beispiel als Key-Make-up oder als Oberbeleuchter oder Beleuchterin oder als Regisseur oder Caster, dass diese Personen, Frauen und People of Color, die vielleicht jetzt auch nicht die krassesten Referenzen haben oder vielleicht nicht die Kontakte haben, die andere zu ihren Kollegen haben, eine Möglichkeit geben, diese Referenzen und Kontakte aufzubauen. Dass wir halt nicht sagen, hey, wir nehmen jetzt XY aus dem Studium, weil mit denen habe ich immer schon zusammengearbeitet, sondern wir sagen, hey, die Frau, also die Kamerafrau oder die Beleuchterin, hat genau denselben Hintergrund von Ausbildung und von dem, wie sie zur Produktion passt, dass sie gegenüber dem Kontakt bzw. der Referenz und der Person, die man vielleicht von damals, von einer anderen Produktion kennt, genauso funktionieren würde. Und dass man dann vielleicht mal auch sagt, selbst wenn man lieber seinem Kollegen diesen Job geben würde, dass man sagt, nein, diesmal probieren wir mal jemand Neuen und wir geben mal jemandem anderen die Chance. Und selbst wenn man damit mal irgendwie vielleicht einen Freund sagen muss, hey, du kriegst jetzt diesen Job nicht, weil wir wollen auch mal neue Leute dazu holen, dass man diesen Weg geht und dass man sich da auch jetzt nicht für schämt. Und ich meine, normalerweise versteht das ja auch jeder, aber es ist halt oft bei den Leuten noch so im Kopf, dass sie halt immer sagen, nee, wir müssen die Strukturen so wie immer halten und die Netzwerke sind ja schon da und die kann man nicht einfach so aufbrechen und Frauen können jetzt nicht irgendwie oder People of Color, die kann man jetzt nicht einfach so Hände greifen, denen vertrauen und sie reinnehmen und gerade Frauen in Bereichen, die bisher immer von Männern dominiert wurden, denen wird ja auch meistens gar nicht zugetraut, dass sie das können. Also einer weiblichen Kamerafrau wird nicht zugetraut, eine krasse Schulterkamera vielleicht zu tragen oder einer Beleuchterin, dass sie vielleicht auch mal eine dicke Lampe irgendwie von A nach B trägt. Aber ich meine, wenn jemand zu mir kommt, sei es ein Mann oder eine Frau oder selbst jemand mit einer Behinderung und mir sagt, hey, ich kann diesen Job machen und ich kann dir das beweisen und gib mir einfach nur die Möglichkeit, dir das zu beweisen und einfach mal das zu tun, was ich gerne machen möchte, dann vertraue ich dieser Person. Und dann funktioniert das halt meistens auch. Aber ich meine, diesen Vertrauensvorschuss muss man den Leuten erstmal geben, damit sie dich halt von sich überzeugen können, beziehungsweise bestätigen können, was sie sagen können. Klar kann man auch mal auf die Schnauze fallen, aber das ist eine andere Geschichte. Warum Think Big Studios? Okay.